Heute geht es um die Frage, wie viel Geld brauche ich denn überhaupt, um zu traden? Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. Einfach erklärt und nun wünsche ich dir viel Spaß mit Andreas. Hallo allerseits bei Börse und Co. Ich heiße Andreas und eine Frage, die sich manche immer wieder stellen, ist: Wie viel Geld brauche ich eigentlich zum Traden? Und genau deshalb habe ich gedacht, komm, machen wir mal ein kurzes Video, einfach, dass man so einen kleinen Überblick hat über die unterschiedlichen Assets, wie viel oder wie groß das Depot mindestens sein sollte. Diese Dinge sind natürlich, sagen wir mal, sehr subjektiv. Also das sind meine persönlichen Einschätzungen, meine persönlichen Erfahrungen. Jetzt kann beim einen oder anderen Punkt vielleicht der ein oder andere dabei sein, der sagt, um Gottes Willen, es geht gar nicht, es ist viel zu wenig oder wie auch immer. Definitiv kann man es mit diesen Beträgen. Ja, ich verhehle aber auch nicht, dass das meines Erachtens wirklich die Mindestbeträge sind. Aber gehen wir es doch einfach mal Schritt für Schritt durch. Zu Beginn definitiv 0 Euro. Warum? Wenn ich in der Lernphase bin oder ich mir vielleicht auch ein neues Asset aneigne. Ja, es kann jetzt zum Beispiel durchaus sein, ich bin vielleicht schon 1, 2 Jahre im Swing Trading bei Aktien unterwegs und jetzt möchte ich gerne mit dem Optionshandel beginnen oder umgekehrt. Dann sage ich, ist Demo und Paper Trading unerlässlich. Ich muss erstmal das Doing lernen, ja, die ganze Bedienung etc., dass das alles flüssig abläuft, dass mir da keine Emotionen kommen, dass ich jetzt ja nicht das Falsche drücke etc. Ich muss natürlich die neuen Analysetätigkeiten verinnerlichen. Ich muss schauen, ob es funktioniert etc. Und das wäre einfach nicht sinnvoll, wenn ich das sofort mit Echtgeld mache. Warum? Ähm, Ich hocke mich ja auch nicht unwissentlich sofort allein ins Auto rein und fahre los. Ähm, Dementsprechend, ja, Demo, Paper Trading. Und erst wenn ich hier, sage ich mal, über ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate rentabel bin, sollte ich erstmal ins Swing Trading, vielleicht ins Echtgeld, pardon, meine Güte, soll ich vielleicht erstmal dann ins Echtgeld rüber wechseln und vorher nicht. Ich habe es einfach von der Größe her sortiert. Wie gesagt, als ersten Punkt ETF, Forex, CFDs, Krypto. Natürlich weise ich gleich mal darauf hin, CFDs, dafür braucht es wirklich einen renommierten, seriösen Broker. Ja, man weiß, früher in der Vergangenheit hat es da nicht wenig Schindluder und so weiter gegeben. Es gibt die renommierten und seriösen Broker, bei denen man auch CFDs traden kann und die einen eben faire Konditionen und faire Kurse und Spreads eben auch zur Verfügung stellen. Krypto habe ich in Klammer geschrieben. Warum? Ich bin der überzeugten Meinung, dass Krypto definitiv nicht das erste Asset ist, das man zuerst traden sollte, wenn man mit dem Traden beginnt. Da man im Kryptobereich einfach wesentlich weniger Informationen fundamentaler Art hat, da es nicht ausschließlich über die regulierten Börsen läuft. Ich lasse jetzt da mal den Bitcoin und den Ethereum ETF außen vor. Und wenn ich weniger Informationen habe, dann kann ich weniger analysieren und kann auch dementsprechend weniger meine Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ja. Jetzt gibt es dennoch Menschen, die sagen, das ist mir wurscht, ich will trotzdem in Krypto etc. und Aktien, alles andere interessiert mich nicht und deshalb habe ich es einfach der Ergänzungsheit halber dazu geschrieben. Wie gesagt, meine Empfehlung lautet, Kryptos erst nachdem ich regulierte, gehandelte Assets wie zum Beispiel Aktien oder ETFs wirklich beherrsche. Aber wir sehen, das geht also schon mit kleinen Beträgen und dementsprechend halten sich da dann natürlich auch die Verluste in Grenzen, ja, beziehungsweise fallen klein aus, klar, wegen der kleinen Positionsgrößen. Und das gibt einfach ein sicheres Gefühl. Denn es ist einfach so beim Menschen, wenn er Gefahr läuft, zum Beispiel 500 oder 600 Euro zu verlieren, weil der Kurs in Richtung seines Stops läuft, gibt es nicht wenige, die dann den Stop wegziehen. Sie wollen es nicht realisieren, dass es jetzt manifestiert wird, dass jetzt der Punkt kommt, wo der Verlust eintritt, wo der Verlust realisiert wird. Und es ist eigentlich, wenn man sich dann vorstellt, wenn es um 5 Euro gehen würde, ja, dann würden die Leute den Stop nicht wegziehen, weil
diese Summe für Sie nicht wirklich relevant ist. Wenn man sich das vor Augen führt, ist der Mensch eigentlich schon ein Usus, ja. Ähm, Er geht hin, bei etwas nicht Relevantem akzeptiert er den Verlust, aber bei Größenordnungen, die wehtun oder wehtun können, da zieht er den Stop weg und handelt kontraproduktiv, also sprich, er räumt die Möglichkeit ein, dass der Verlust noch größer wird. Und deshalb finde ich, ist es auch essentiell wichtig, selbst wenn man hier, sage ich mal, profitabel war in der Simulation, dass man eben auch im Echtgeld erstmal langsam vorgeht, erstmal mit wenig Geld, ja, und da langsam dran reinfindet. Denn es ist ein Unterschied zwischen Demo und Echtgeld. ETF, warum nicht Aktien? Ja, mit Aktien würde das auch gehen. Allerdings natürlich mit 500 Euro. Ich muss diversifizieren. Das heißt, ich muss die 500 Euro auch nochmal aufteilen auf mehrere Aktien. Dann werden die Positionen natürlich sehr kleine. Auch die Auswahl an Aktien, die ich natürlich dann habe, die ist doch eher bescheiden. Ja, und deshalb ein ETF ist in sich schon diversifiziert und eignet sich dann da dafür meines Erachtens besser. Was sich auch eignet, ist zum Beispiel den Daumen zu drücken, Dankeschön zu sagen, eine kleine Anerkennung von eurer Seite. Wenn ihr unseren Kanal mögt, abonniert ihn, Daumen hoch. Wenn euch was bewegt, euch was interessiert, gerne einen Kommentar hinterlassen. Bei den Aktien sage ich, geht's ab 3000 los. Ja, auch da müssen wir uns natürlich bewusst sein, wir können da jetzt nicht ein groß diversifiziertes Portfolio aufbauen mit lauter Blue Chips, weil wenn ich mich an Meta, Nvidia oder dergleichen bediene, ja, dann sind diese Beträge schnell aufgebraucht. Natürlich kann ich stellenweise einen Bruchstückhandel durchexerzieren, das geht aber nicht überall. Dementsprechend müssen die Aktien schon gut gescreent, ausgewählt werden und analysiert sein. Ja, aber ich sage, das hier sollte schon mindestens vorhanden sein. Und man muss sich einfach bewusst sein, wer im Trading Geld erwirtschaften will, ja, das Geld ist unser Rohstoff, den wir benötigen. Bei den Optionen, da sage ich ab 5000, auch da haben wir wieder, ja, wir handeln in dem Fall gehebelt, weil ein Optionskontrakt beinhaltet 100 Aktien. So, wenn man sich das jetzt vor Augen führt, ja, dann kann ich maximal Aktien, die knapp 50 Dollar wert sind. Also das ist dann schon an der Grenze. Auch hier muss ich wieder wesentlich genauer etc. Screenen, da ich nicht in der vollen Breite agieren kann. Und deshalb habe ich auch geschrieben Aktien. Ja, da sollten keine Indizes oder dergleichen getradet werden in den Optionen, weil da natürlich der Hebel nochmal um ein Vielfaches größer ist, da Indizes oder eben auch zum Beispiel Rohstoffe Futures, ja, auf Rohstoffe oder dergleichen natürlich ein Wert sind, der wesentlich höher ist und somit ist auch die Hebelwirkung größer. Futures explizit die Micros, ja, nicht die Minis. Da sage ich, unter 10.000 macht keinen Sinn. Ja, also wir müssen alleine für ein Micro, zum Beispiel im S&P 500, mit einer Margin von ungefähr 2000 Dollar in etwa rechnen. Und wenn da das Depot diese Größe nicht hergibt, ja, es gibt diesbezüglich auch noch andere Möglichkeiten zum Üben. Es wäre hier aber jetzt, sage ich mal, zu umfangreich, das alles darzustellen. Wenn man hier ins Echtgeld möchte, dann sollte das schon mindestens die Summe sein, die ich zur Verfügung habe. 15.000 sind eigentlich besser. Aber wie gesagt, ich habe mich hier auf die Mindestgrößen bezogen. Und genauso sieht es im Daytrading aus, weil im Daytrading werden in erster Linie eben auch wieder die Futures auf den Index, auf den Indiz gehandelt. Auch da agieren wir mit stark gehebelten Produkten aufgrund ihres Grundwertes und sollten dann auch dementsprechend eben mit unserem monetären Rohstoff gewappnet sein. So viel zum Thema, wie viel Geld brauche ich zum Traden, damit man mal so eine ganz kleine, grobe Richtlinie hat. Wie immer ganz am Ende, alles, was ihr tut, wo ihr investiert etc., seid ihr selbst dafür verantwortlich. Alles, was wir euch erklären, erzählen, darstellen, sind rein unsere subjektiven Meinungen und dienen nicht zur Motivation,
zum Befehl oder zur Veranlassung, irgendwelche Dinge zu kaufen oder zu verkaufen. Da sind wir immer selbst dafür verantwortlich. Ich wünsche euch eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.